Ja, was hat das jetzt zum Beispiel mit Klavierspielen zu tun? Ne? Also wenn wir an diesem schwarzen Kasten sitzen und Tasten drücken, sodass dann ein Klang entsteht und dass der Klang sich mit dem nächsten Klang verknüpft und dass wir dann einen zeitlichen Ablauf haben. Das ist also so ganz grob gesagt die physikalische Funktionsweise eines Klaviers. Und dennoch ist das noch keine Kunst. Nicht? Das ist eben das Handwerkliche. Wenn ich jetzt am Klavier sitze und eine bestimmte Melodie dort auf der Tastatur nachzeichnen möchte, dann reicht es nicht, einfach die vertikalen Tastenbewegungen mit einer horizontalen Tonhöhenbewegung zu kombinieren, sondern es gibt noch viel mehr. Es gibt noch genauso wie in der Relativitätstheorie Einsteins, gibt es noch viele weitere Dimensionen. Zu meiner Studienzeit noch, da gab es einen älteren Professor am Mozarteum, der hieß Gilbert Schuchter. Und Gilbert Schuchter war ein großartiger Schubert-Interpret. Und er hat an diesem Abend die B-Dur-Sonate gespielt, also die letzte Klaviersonate von Franz Schubert. Dieses unglaubliche Meisterwerk, wo man auch nicht genau weiß, wo man sich da im Raum befindet. Er saß zwar am Klavier, aber der Anfang seines Spiels hat mit dem Klavier überhaupt nichts zu tun gehabt. Er hat sich wie in einem Raumschiff befunden, weit ab von allem Physischen, was wir uns vorstellen können. Er hat den rechten Arm gehoben, er war dann ungefähr 1 Meter über der Tastatur und hat ganz langsam den Arm abgesenkt und dann ist er mit traumwandlerischer Sicherheit genau an der richtigen Stelle der Tastatur gelandet und der Klang, der dann aus dem Klavier herauskam, der hatte wirklich mit normalen Kategorien von sozusagen wissenschaftlicher Klangerzeugung am Instrument gar nichts gemein. Das war etwas total Transzendentales, wo auch alle Zuhörer sofort gespürt haben, dass sie in eine bessere Welt entrückt werden. Natürlich, diese Idee von Gilbert Schuchter kann man jetzt einfach nachahmen. Ich kann mich an mein Klavier setzen, ich kann mir vorstellen, wie war das damals? Der Gilbert Schuchter, der hat also von hier oben angefangen und dann hat er den Anfang der B-Dur-Sonate gespielt. Es wäre trotzdem nicht dasselbe, ne? Sondern das war dieser eine Augenblick, in dem das halt so funktioniert hat. Was wir eben tun müssen stattdessen, ist, dass wir aus unserer Versenkung in die Musik eine Vorstellung entwickeln müssen, wie empfinde ich mich jetzt gerade, wo befinde ich mich und dass wir aus dieser momentanen Eingebung heraus dann agieren. Das ist eben jetzt die magische Verbindung zwischen dem instrumentalen Klavierspiel und der kosmischen Idee von der Relativitätstheorie. Alle Bewegungen sind aufeinander bezogen und es ist ein perfektes System, was funktioniert und wovon wir ein kleiner Teil sind und wo wir aber eben doch wunderbare Dinge erzeugen können, wie zum Beispiel so eine Schubert-Sonate. Dann gibt es auch Negativbeispiele, wo zum Beispiel jemand am Klavier sitzt, ich will jetzt keine Namen nennen, und da ein großes Theater aufführt und lauter Bewegungen produziert, die mit der Musik nichts zu tun haben und die einen dann eigentlich stören und die einen nur ablenken. Aber solche Fälle gibt es auch und da kommt dann eigentlich auch nicht dieser wunderbare Emotionsfluss zustande, wie ich ihn mir wünsche. Die Brahms-Übungen haben sehr viel mit dieser Denkungsweise zu tun. Nicht, weil wir dort auch eine Bewegung entwickeln wollen, die zu dieser jeweiligen musikalischen Figur passt und sozusagen ihr einen räumlichen Ausdruck zunächst mal verleiht, also der nicht an die 88 Tasten des Klaviers gebunden ist, sondern der darüber hinausgeht und uns in die Lage versetzt, eben auch komplizierte Bewegungsvorgänge mit einer möglichst friktionsarmen Weise auszudrücken. Ich habe dann natürlich in der Folge auch herausgefunden, dass das jetzt keine Spinnerei ist, nicht, dass man einfach sagt, na ja gut, ich muss jetzt irgendwelche Bewegungen machen oder so, sondern dass tatsächlich gerade bei komplizierten Passagen, die es ja oft gibt, also besonders bei unpianistischen Werken, so wie Beethovens Hammerklaviersonate, dass wir Bewegungen finden können, die uns die Arbeit erleichtern. Also es gibt dort fürchterlich schwierige Sprünge und die so mit dieser Standardtechnik der Klassik, also mit Tonleitern und Dreiklangsbrechungen gar nichts zu tun haben.
wo man tatsächlich so Quantensprünge ausführen muss und plötzlich sich in einem ganz anderen Bewegungssystem aufhält innerhalb von Millisekunden. Dafür ist diese Denkungsart eigentlich sehr hilfreich. Also man muss sich vorstellen, ich sitze jetzt gar nicht am Klavier, sondern ich sitze im Raum und möchte jetzt diese Musik ausdrücken. Dadurch kann man also auch wirklich schwierige technische Probleme nicht beseitigen, aber man kann sie leichter lösen. Spannungen spüren und Spannungen lokalisieren und nicht notwendige Spannungen auf jeden Fall eliminieren aus seinem Spielvorgang. Das hängt allerdings jetzt mit verschiedenen Dingen zusammen. Es hängt damit zusammen, wie ich mich beim Üben verhalte, dass ich da tatsächlich ständig eine rote Lampe eingebaut haben muss, die mir nicht notwendige Spannungen signalisiert und dass ich dann so viel von mir selber Abstand halte, die sofort abschalten zu können und sagen, Moment, halt, hier muss ich die Schulter entspannen oder hier ist mein Handgelenk zu stark angespannt. Und zweitens hängt es eben auch damit zusammen, wie wir uns im Konzert fühlen, nämlich wie ein Fisch im Wasser, wie man so im übertragenen Sinne sagt. Das heißt, dass wir uns wirklich total wohlfühlen müssen und dafür brauchen wir natürlich die Sicherheit. Das heißt, wir müssen gut vorbereitet sein im Konzert und je öfter wir ein Stück spielen, umso besser klappt es, umso mehr erreichen wir diesen Zustand, der wirklich eigentlich am ehesten mit Schwerelosigkeit assoziiert werden kann, dass wir tatsächlich uns total frei fühlen können im Raum und dass wir auch im übertragenen Sinne gewissermaßen, während wir spielen, dass wir um das Instrument herumgehen können, ohne es zu verlassen und so gewissermaßen eigentlich absurde Dinge zusammenzubringen.